900 € für einen Busbahnhof? Ich muss ein bisschen ausholen. Der großartige Peter Pernsteiner hat ein Video zum 2020 angekündigten Unimat von Plasser und Theurer veröffentlicht. Er stellt in seinem Video ein Vorserienmodell von Märklin vor, das in Zusammenarbeit mit Viessmann entsteht. Die Gleichstromvariante kommt direkt aus Hatzfeld-Rettinghausen. Und da dachte ich mir, schaust du mal nach, wie es dem eigentlich so geht. Passt das Modell für mich als Effektbahner der Epoche 6 doch ideal in mein Beuteschema. Während ich also unmotiviert die Startseite der Viessmann Homepage anstarre in der Hoffnung, sie springt mich an mit der Info zum Unimat, huscht da ein Slider mit einem Busbahnhof durch. Jetzt lieferbar. Busbahnhof? Busbahnhof? Da war doch was. Genau! 2014, die Älteren unter uns werden sich erinnern, hat Viessmann ein Modell des futuristisch anmutenden Busbahnhofs aus Halle an der Saale angekündigt. Damals noch unter der Artikelnummer 49000. Doch schon ausgeliefert im November 2021, nur 7,5 Jahre nach Ankündigung. Ein typisch deutsches Bauprojekt. Dauert nicht nur länger, sondern ist am Ende auch teuer. Mittlerweile unter der Artikelnummer 39000 im Programm ruft Viessmann für den Komplettbausatz doch tatsächlich eine unverbindliche Preisempfehlung von fast 900 € auf. Der Komplettbausatz ist allerdings nach wie vor nicht lieferbar. 39005, der Einzelbausatz, der mit einem Dachsegel alle 6 Haltestellen überspannen würde und einst als 49005 bekannt war, scheint nämlich den Konstrukteuren bei Viessmann nach wie vor schlaflose Nächte zu bereiten. Und so bekommt man derzeit nur das Hauptgebäude mit einer Haltestelle sowie die Einzelhaltestelle. Letztere allerdings schon seit 2017 und seitdem habe ich die hier auch liegen, hat damals aber nur knapp 50 € gekostet, war also ein preislich durchaus attraktiver Bausatz. Heute ruft Viessmann eine UVP von fast 110 € dafür auf und das erklärt auch, warum der Komplettbausatz so dermaßen durch die Decke gegangen ist, enthält er doch gleich 6 dieser Haltestellen. Das komplette Teil mit Haltestellen ist aber mit einer Gesamtlänge von 85 cm kaum irgendwo unterzubringen, außer man baut eine riesige Ausstellungsanlage wie Rail Innovation. Und deshalb habe ich mir jetzt nur den Busbahnhof und eine zweite Haltestelle als Ergänzung zu meiner vorhandenen Haltestelle geholt. Denn will man einen modernen Epoche 6 Busbahnhof, ist der Bausatz einfach alternativlos. Auch wenn man preislich für die beiden Schnuckelchen problemlos eine Containerbrücke von Faller bekommt. Aber warum sind die Teile eigentlich so teuer? Ich meine, das ist immerhin ein Drittel mehr als Schloss Bran von Faller kostet. Und mit letzterem hat man definitiv mehr überbautes Volumen. Bei 900 € erwartet man eigentlich schon, dass die Kabel der mitgelieferten LEDs aus Gold sind. Ach, was sag ich? Aus Platin. Eins ist schon mal sicher, an Bran oder der Containerbrücke baut man deutlich länger. Bran hat ca. 1100 Einzelteile, die Brücke 900. Mal auf den Geldwert einer Haltestelle heruntergerechnet, hätte die Brücke ca. 250 Teile. Die Haltestelle hat 15. Richtig gehört, 15. Die eigentliche Haltestelle ist quasi komplett montiert, inklusive der LED-Verkabelung. Wenn ich Rocco immer dafür kritisiere, dass sie Bausätze ausliefern, die sie als Fertigmodelle verkaufen, ist es hier genau andersrum. Viessmann bietet einen Bausatz an, der eigentlich ein Fertigmodell ist, das man nur noch zusammenstecken muss. Und das macht halt das Produkt einfach sauteuer. Natürlich ist es schön, dass man sich nicht selbst drum kümmern muss, dass die LEDs möglichst sauber platziert werden, um die Haltestelle perfekt auszuleuchten. Aber diese Vormontage treibt halt den Preis in die Höhe. Auch beim Hauptgebäude sind sowohl Gebäude als auch Dachteil komplett montiert. Ich verstehe nicht, wieso man hier nicht einen zweigleisigen Ansatz wählt und den Bausatz in 2 Versionen anbietet. Einmal wirklich als Bausatz für einen dann deutlich reduzierten Preis und einmal größtenteils vormontiert. Zumal die Vormontage nicht immer wirklich gut ausgeführt ist. So zeigt das Dach in der Mitte einen deutlichen Spalt an Ober- und Unterseite. Mein Versuch, diesen mit Pan Pastels quasi wegzuretuschieren, war leider nicht erfolgreich. Auch ärgerlich ist, dass man sich aus Kostengründen dafür entschieden hat, eben nicht das originale Dach nachzubilden. Dieses hätte mindestens 3 Formteile erfordert, so kommt man halt mit 2 aus. Beim originalen Dach hätte man aber zumindest an der Oberseite den Spalt, den 2 Formteile erfordern, sehr gut in der Konstruktion verstecken können. So hilft nur der Griff zur Spachtelmasse. Ich habe jetzt die von AK Interactive genommen, aufgrund der feinen Tülle ermöglicht sie eine gute Dosierung an der Kante entlang. Es geht aber natürlich auch jeder andere Modellbauspachtel.
Und dann wird gespachtelt, geschliffen, gespachtelt, geschliffen, bis der Spalt weg ist. Wobei ich auf der Unterseite das Ganze nur einmal gemacht habe. Die Bodenplatte für das Hauptgebäude besteht aus 2 Teilen, die für die Haltestellen aus 3. Ich habe beim Verkleben Masking Tape untergelegt, damit mir der Kleber nicht auf die Schneidmatte kommt. Trotz wenig Kleberauftrag ist dann aber beim Hauptgebäude doch welcher nach oben rausgequollen. Da die Bodenplatten aber noch gealtert werden, ist das nicht weiter dramatisch. Zum Altern kam ein Enamel Wash zum Einsatz, damit das auch auf jeden Fall auf dem Kleber hält. In der Bushaltestellenpackung aus 2017 war ein Stück Bodenplatte zu viel drin. An diesem habe ich 2 Washes ausprobiert und mich dann für das Neutral Wash von MIG entschieden. Man sollte bei der Behandlung der großen Grundplatte viel Küchenrolle zur Hand haben, um überschüssige Farbe aufnehmen zu können. Bei den Bänken und den Holzteilen des Hauptgebäudes habe ich daher das hier verwendete Browner Wash von AK Interactive vorher auf der Küchenrolle ausgestrichen, um dann die Bauteile zu behandeln. Ein Entfernen von überschüssiger Farbe wäre nämlich sehr schwierig geworden. Gerade beim Hauptgebäude sind manche Stellen sehr schwer erreichbar. Jetzt können die gealterten Bänke verbaut werden. Die für die Haltestellen waren dabei für mich so der kniffligste Teil des ganzen Bausatzes. Vermutlich der Grund, warum er mittlerweile von Anfänger auf fortgeschrittenem Niveau hochgestuft wurde. Die Bank im Hauptgebäude rastet passgenau auf dem Sockel ein. Die in der Haltestelle tun das nicht. Um die richtige Position zu finden, fand ich es am einfachsten, die Bank mit einer Pinzette an der mittleren Lehne zu greifen, in etwa auf Höhe der mittleren Nase im Sockel anzusetzen und dann nach vorne zu schieben, bis sie an die Nase anschlägt. Dann sitzt sie perfekt. Schwer zu erklären, noch schwerer zu filmen. Und ja, ich habe es versucht. Zum Verkleben habe ich hochviskosen Sekundenkleber verwendet. Der erlaubt ein bisschen Zeit für Korrekturen und er bleibt aufgrund seiner Viskosität an Ort und Stelle. Was gar nicht geht, ist die Sockelplatte für die Gastrennwand. Hier ist eine Nut falsch. Ich habe das aber nicht nachgearbeitet, die Trennwand befindet sich im Gebäudeinnern. Trotzdem, das darf in dieser Preisklasse schlicht und ergreifend nicht passieren. Die Auswurfstempel sind auch sehr unschön zu sehen. Ich habe die Wand daher vermutlich falsch rum eingebaut, aber so zeigen die Auswurfstempel zur Bank und man sieht sie nicht. Letztere lässt sich übrigens sehr einfach und passgenau dank der kleinen Rastnasen platzieren. Das gleiche gilt für die Trennwand. Ebenfalls problemlos platzieren lässt sich das Gebäude selbst. Es sitzt sehr gut auf den dafür vorgesehenen Rasten. Ein bisschen Kleber ist dennoch nötig, da an der verglasten Ecke komischerweise keine Nase sitzt, aber auch unter der Rückwand kommt Licht durch und man fixiert diese besser mit etwas Sekundenkleber. Was ich ja nicht verstehe, ist, warum das Dach offen bleibt. Ich habe leider auch keine Bilder des Originals gefunden, die beantworten könnten, ob das dort auch der Fall ist. Vielleicht kann mich ja jemand, der das Vorbild kennt, erhellen. Zur Beschriftung liegt ein hochwertiger Deckelbogen bei. Meiner Meinung nach die einzig sinnvolle Lösung. Die einzelnen Elemente haben nur ganz wenig Trägermaterial überstehen, man muss also nicht erst millimetergenau ausschneiden. Und sie lassen sich gut aufbringen. Selbst die Zahlen für die Haltestellennummern sind auch nach dem Einweichen formstabil. Da finden sich übrigens am Modell 2 kaum wahrnehmbare Nuten, die das korrekte Platzieren, sowohl was Winkligkeit als auch was Höhe der Nummern angeht, ungemein erleichtern. Ob die genau zu dem Zweck da sind oder technisch sowieso vorhanden waren, weiß ich allerdings nicht. Nur, die 15 bis 20 Sekunden Einweichzeit sind völlig unrealistisch. Ich habe die Decals in kaltem Wasser ca. 90 Sekunden eingeweicht. Und nein, die Anleitung verlangt nicht explizit lauwarmes Wasser, das ich im Bastelraum nicht hätte. Vielleicht habe ich aber auch nur den ganz alten Bogen erwischt. Jedem Bausatz liegt ein Komplettbogen bei, der sich seit 2017 aber nicht verändert hat. Das fertig verspachtelte Dach habe ich dann zunächst maskiert, damit keine Farbe auf das Lichtband kommt und anschließend nochmal weiß lackiert. Auch die Kabel habe ich maskiert, die laufen in einem der Stützpfeiler nach unten und würden in Weiß dann doch eher unangenehm ins Auge stechen. Dafür Masking Tape zu nehmen war vielleicht nicht die beste Idee, das war eine ganz schöne Fuddelarbeit, das wieder abzubekommen und wenn man eines ganz sicher nicht will, sind es gerissene Kabel an der Stelle. Mit dem Ergebnis vom Dach bin ich auch nach der Überarbeitung nur so einigermaßen zufrieden. Der Farbauftrag ist nicht an allen Stellen wirklich glatt und die verwendete Sprühfarbe ist auch, anders als beworben, nicht matt, sondern maximal seidenmatt. Während sich um den Glanz einer Schicht Klarlack kümmern wird, treten die nicht glatten Stellen nach der dezenten Alterung mit Pan Pastels noch stärker zutage. Ich habe das dann versucht mit weißen Pulverfarben zu korrigieren, aber auch nur mit mäßigem Erfolg. Ich war schon drauf und dran, nochmal neu zu lackieren und habe aus diesem Grund mit Isopropanol das Dach entfetten wollen und siehe da, mit dem Isoprop lässt sich die Pan-Pastel-Farbe quasi in die richtige Richtung lenken. Also nichts neu lackieren, Pinsel raus mit Isopropanol, nachgebessert.
Bin noch nicht 100% zufrieden, aber ich kann mit dem Ergebnis derzeit leben. Die fertig beschrifteten Haltestellenanzeiger erhalten einen Schutzüberzug aus mattem Klarlack und werden dann in den Y-förmigen Pfeilern platziert. Diese anschließend mit der Haltestelle verklebt und das Ganze schließlich und endlich mit der Bodenplatte. Soweit die Theorie. In der Praxis erweist sich der bislang sehr passgenaue Bausatz plötzlich als Diva. Auf der Hauptplatte sitzt die vordere Rastnase nicht an der gleichen Stelle wie an der Bushaltestelle. Und bei einer Haltestelle hatte ich immense Probleme, den Pfeiler in die beiden Löcher unterm Dach zu bringen. Hier half am Ende tatsächlich nur die ganz harte Methode. Abschneiden und froh darüber sein, dass man das Komplettsortiment an Klebern von Bergswerk im Haus respektive Kühlschrank hat. Zur Ehrenrettung von Viessmann muss ich sagen, dass ich nicht darauf geachtet habe, welche Bushaltestelle ich mit welcher Bodenplatte oder mit welchem Pfeiler verheiratet habe. Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass die Spritzgussformen sich hier über die Jahre so stark verändert haben. Das Dach wiederum ist nicht verklebt, aus mehreren Gründen. Zum einen will ich es vielleicht doch nochmal überarbeiten. Zum anderen kommt man natürlich viel besser dran, wenn man den Busbahnhof bevölkern will. Die Kabel laufen in einem der Pfeiler und sind quasi nicht zu sehen. Das hat Viessmann sehr gut gelöst. Ich habe die nur ganz unten am Pfeiler mit einem Tröpfchen-Sekundenkleber fixiert, damit sie auch auf Spannung im Pfeiler laufen. Ich bin mit dem Ergebnis und dem eigentlichen Bauprozess zufrieden. Allerdings muss man auch sagen, dass ich mir entsprechend Zeit für die Alterung genommen habe und daher mehrere Tage meinen Spaß mit dem Bausatz hatte. Baut man das gute Stück einfach so runter, dürfte man innerhalb weniger Stunden fertig sein. Ob es das ist, was man von einem Bausatz in dieser Preisklasse erwarten darf, muss jeder selbst entscheiden. Warum der Bausatz von Anfänger auf fortgeschrittenem Niveau hochgestuft wurde, habe ich auch nach dem Ende des Baus nicht verstanden. Der aufwendigste Teil sind sicherlich die Deckels, aber auch die sind kein Hexenwerk. Man sollte allerdings vor dem Klarlackauftrag schauen, ob das Deckel sauber sitzt, sonst sieht es am Ende aus wie bei mir am Buschsteig 3. Lässt sich aber mit einer Schere fixen. Es ist nichts dabei, was irgendwie ungewöhnlich komplex oder schwierig zu bauen wäre. Sieht man mal von den Passungenauigkeiten bei Bodenplatte und Pfeiler ab. Ich kann mir aber nicht wirklich vorstellen, dass Wieland Viessmann sich hingestellt und gesagt hat, dann mach halt 2 Sterne auf die Packung, das ist billiger als eine neue Form. Größtes Manko ist und bleibt das nicht vorbildgerechte Dach mit dem überdies deutlichen Spalt in der Mitte. Um nochmal den Preis aufzugreifen, der hohe Grad an vorgebauten Elementen erzwingt diesen quasi, aber zumindest ich würde mir das Ganze nicht noch einmal kaufen. Dafür sind dann doch zu viele Schnitzer in diesem Bausatz, der eigentlich keiner ist.